Zur Himmelsscheibe von Nebra gehören weitere bedeutende Funde. 2 prächtig verzierte Schwerter mit goldenen Griffklammern, 2 Randleistenbeile, ein Meißel und ein paar Spiralarmringe. Sie bilden den Fundkomplex, einen sogenannten Depot- oder Hortfund. Bei sachgemäßer Ausgrabung des gesamten Komplexes erhalten die Archäologen wichtige Informationen über Alter, Art und Weise der Verbergung und der vorhergehenden Zeremonie. Ein aufwendiger Vorgang, bei dem alle Artefakte mit äußerster Sorgfalt dem Boden entnommen werden. Bei der Himmelsscheibe war dies nicht der Fall. Am 4. Juli 1999 plündern 2 Raubgräber aus Sachsen-Anhalt einen frühbronzezeitlichen Hort. Diese Aufnahmen entstehen am selben Tag. Schwerter, Beile und Schmuck sind ganz im Stile archäologischer Abbildungen drapiert. Ein Gegenstand, den sie zunächst für einen Eimerdeckel halten, findet sich in keinem Ausstellungskatalog. Als es ihnen endlich an einigen Stellen gelingt, die über 3000 Jahre alte Erdschicht zu entfernen, schimmert es golden. Die Beschädigungen, die der Zimmermannshammer verursacht, haben die Himmelsscheibe von Nebra vernarbt. Selbst nach ihrer Restaurierung werden sie für immer sichtbar bleiben. Aber immer der Reihe nach. Denn bis dieser einzigartige Fund für die Wissenschaft gerettet werden konnte, sollten fast 3 lange Jahre vergehen. Rekonstruieren wir eine unglaubliche Geschichte. Bereits einen Tag nach dem Fund wird die Himmelsscheibe an einen Mann aus Köln verkauft. Obwohl der Finder 40.000 D-Mark verlangt, musste er sich mit 30.000 begnügen. Der Händler hat Erfahrung mit illegalen Funden. Ein vergleichbares Objekt sah er noch nie. In der Hoffnung auf ein gutes Geschäft plant er den Weiterverkauf. Über einen Mittelsmann wendet er sich einige Wochen später an den Direktor des Museums für Vorgeschichte in Berlin. Im Herbst 1999 bin ich angerufen worden von einer mir unbekannten Person. Und die sagten mir, sie hätten etwas ganz Interessantes, was sie mir zeigen wollten und zum Ankauf anbieten wollten. Und er hat gemerkt, dass es ihnen aufs Geld ankam und dass sie wirklich die schnelle Mark machen wollten. Und auch Vorstellungen hatten, Preisvorstellungen, die also exorbitant waren. Und wenn schon jemand also nicht seine Adresse hergeben will oder sagen will, wo die Sachen lagern oder liegen oder nur mit schlechten Fotos ankommt, dann kann man sich ja denken, was da eigentlich im Hintergrund ist. Und so eine Sache kann man als Museumsmann eigentlich gar nicht anfassen. Das Museum für Vorgeschichte in Halle. Auch hier versuchten die Händler ihr Glück, doch der Landesarchäologe weist ihnen die Tür. Der Fund verschwindet vorerst von der Bildfläche. Im Frühjahr 2001 wird Harald Meller zum neuen Direktor berufen. Von seinem Berliner Kollegen erhält er die Fotokopien mit dem Schatzfund aus der Bronzezeit. Für uns war vollkommen klar, es handelt sich um unrechtmäßig verbrachtes Kulturgut, etwa genauso wie wenn Sie in ein Museum gehen und einen Van Gogh abhängen und den dann wieder verhandeln wollen. Und dieses Kulturgut muss wieder ins Land und es muss diesen unrechtmäßigen Besitzern möglichst entzogen werden. Verdeckte Ermittlungen des Landeskriminalamtes Magdeburg führen zunächst nach Karst in Nordrhein-Westfalen. In der Gaststätte Historia ist der Name Programm. Ein Treffpunkt für Sammler und Sondengänger. Ein halbes Jahr vorher hatte hier unter Vermittlung der Betreiberin die Himmelsscheibe zum 2. Mal den Besitzer gewechselt. 230.000 Mark investiert ein pensionierter Studienrat in das fremde Eigentum. Unter dem Vorwand, die Scheibe zu retten, versuchen sie nun, einen Käufer zu finden. Harald Meller signalisiert Interesse. Der Fund soll das Dreifache des Kaufpreises erbringen. In Basel kommt es dann zum entscheidenden Treffen. 700.000 Mark verlangen die Händler aus Nordrhein-Westfalen. Was sie nicht wissen, längst sind die Behörden eingeschaltet. Ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz ist gestellt. Und Museumsdirektor Meller ist selbst Teil des Ermittlungsprogramms. Die Cafeteria im Basler Hilton Hotel wird zur Kulisse eines Szenarios, das man sonst nur aus Kriminalfällen kennt. Doch bei seiner Ankunft kann der Archäologe weder die Polizei noch die Himmelsscheibe entdecken.
Und plötzlich zieht der diese Bronzescheibe unter seine Jacke hervor. Er hatte die in einem Handtuch um den Bauch gebunden und dann hielt ich die Bronzescheibe in den Händen. Ich war völlig überwältigt von dem Eindruck und auch von der Qualität und der Echtheit, die ich sofort vermutete. Dann war nun die Frage, wie informiere ich die Polizei? Bin ich lückenlos überwacht? Und wo sind denn die überwachenden Polizisten? Unsere Leute waren dann an diesem Ort schon postiert und als dann die Übergabe stattfand, haben wir diese Person festgenommen und die Sonnenscheibe beschlagnahmt. Für die Kantonspolizisten gehört der Kampf gegen illegalen Handel mit Raubgut zum Standardprogramm. Für die Anbieter der Scheibe einige Stunden Gewahrsam, dann die Vernehmung auf dem Revier. Der Tatbestand wird mit Geld oder Freiheitsstrafe bedroht. Die Schweizer überprüfen noch einmal den Sachverhalt, dann geht der Fall zu den deutschen Behörden. Zeitgleich werden in der Bundesrepublik die restlichen Fundstücke beschlagnahmt. Ein voller Erfolg, bei dem ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Der festgestellte Fundort aufgrund aller Aussagen ist Sangerhausen und eindeutig Sachsen-Anhalt. Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis wir nicht die Ersttäter haben, die uns zweifelsfrei die exakte Fundstelle zeigen können. Wir hoffen natürlich, dass wir die exakte Fundstelle genannt kriegen, denn die Kenntnis der Fundstelle wäre für eine erhebliche Bedeutung für das Verständnis des Fundes. Funde ohne Fundort sind wie kunstvoll verzierte Seiten mittelalterlicher Handschriften, die einzeln zum Verkauf angeboten werden. Sie sind überaus wertvoll und dennoch unvollständig. Mit äußerster Sorgfalt wurde die Himmelsscheibe restauriert. 3 Jahre nach ihrer Entdeckung ist es den Mitarbeitern des Landesamtes gelungen, wichtige Informationen aus dem frühbronzezeitlichen Fund zu gewinnen. Eine entscheidende Spur ist auf der Rückseite verborgen. Bodenanhaftungen, die wertvolle Hinweise für den Fundort ergeben. Die Welt von Jörg Adam ist die der Mineralien und Gesteine. Am Gerichtschemischen Labor des Landeskriminalamtes Brandenburg untersucht der Spezialist den wertvollen Sand. Wenige Milligramm reichen aus, seine Bestandteile zu ermitteln. Chemische Zusammensetzung und Mineralbestand ergeben eine Charakteristik des Herkunftsgebietes. Ein Fingerabdruck des Bodens entsteht. Wertvolle erdgeschichtliche Informationen, gespeichert über Jahrmillionen, werden auf diese Weise zugänglich gemacht. Im Vergleich mit den Proben seiner Datenbank und geologischen Karten kann er so die Herkunft der Scheibe ermitteln. Die Untersuchungen ergaben, dass es praktisch keine Zweifel daran gibt, dass diese Bodenanhaftung und somit die gesamte Scheibe vom Mittelberg in Nebra stammte. Freude bei den Archäologen, doch das Ergebnis kommt nicht überraschend. Die Unstrut bei Nebra im Burgenlandkreis. Geschichtsträchtiger Boden im reizvollen Unstrut-Triasland. Eine Wallanlage aus der Bronzezeit auf dem 255 Meter hohen Mittelberg ist lange bekannt. Hunderte von geschützten Bodendenkmalen befinden sich im Ziegelrodaer Forst. Doch Fundplatz und Fundstelle sind zweierlei. Wo genau soll man mit der Grabung beginnen? Manchmal geschehen noch Wunder. Denn als sich der erste Zwischenhändler den Behörden stellt, gibt er die genaue Fundstelle bekannt. Nun geht alles sehr schnell. 150 Jahre alte Bäume müssen fallen, ein Grabungsteam wird zusammengestellt. Kaum ist der Mutterboden entfernt, entdecken die Ausgräber die ersten Spuren. Bodenverfärbungen eines Raubgräberloches, nur wenige Meter von der Bergkuppe entfernt. Hier, knapp 1 Meter unter der Oberfläche, lag die Himmelsscheibe über 3.500 Jahre zwischen Steinen verborgen. Während die Archäologen fieberhaft graben, gelingt es der Polizei auch, die Finder zu stellen. Nach ihrer Vernehmung ergibt sich folgendes Bild. Es ist gegen 11 Uhr vormittags, als der Detektor piept. Mit einem Hammer versucht ein 38-Jähriger, den Boden zu lockern.
Immer wieder trifft er auf einen harten Gegenstand. Inzwischen ist auch ein Begleiter zur Stelle. 2 Schwerter, Beile und Schmuck sind ihre Beute. Und eine 2 Kilogramm schwere Scheibe. Als sie die Fundstelle verlassen, bleiben nur die Scherben einer Flasche zurück. Fünf Jahre später wird der letzte Schaden an der Himmelsscheibe behoben. Nach langen Überlegungen wurde entschieden, das fehlende Goldblech zu ersetzen. Das abgeschlagene Original war dafür nicht zu gebrauchen. Ein neues Stück aus einer identischen Legierung soll die Fehlstelle in Zukunft bedecken. Ein spezieller Klebstoff macht den Eingriff reversibel. Original und Ergänzung trennt ein winziger Spalt. Für den Betrachter aber funkelt das Gold der Himmelsscheibe von Nebra bereits aus 1 Meter Abstand wie vor 3600 Jahren. Nur ihre Narben erinnern an eine lange und gefährliche Odyssee.